Hallo, herzlich willkommen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir müssen aktuell für unseren Tech Talk pausieren in den Weihnachtsferien, aber haben gedacht, wir wollen diese zweieinhalb Wochen nicht völlig ohne Video und ohne Content auf unserem Kanal lassen und haben uns dazu entschieden, ein kleines Weihnachtsspecial zu machen. Und zwar wollen wir uns für 2024 mal so die Tops und Flops anschauen. Einmal im Bereich Künstliche Intelligenz und einmal auch im Bereich Automotive Engineering. So die zwei Themen, die uns als Institut auch in den letzten Monaten sehr stark bewegt haben. Und dazu haben wir auch schon ein paar Videos gemacht. Und zu dem Thema KI habe ich heute einen Experten dabei, nämlich Tommy Falkowski. Hallo. Ja, herzlich willkommen, Tommy. Schön, dass du mit bei uns heute hier dabei bist, dass wir einmal so die Tops und Flops des letzten Jahres uns angucken können. Wir müssen dazu sagen, diese ganze Liste ist etwas, was wir zum einen gemeinsam, aber vor allem auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns am Institut erstellt haben. Und vor allem, sie bleibt diskutabel. Sie ist bei uns diskutabel. Auch jetzt haben wir noch Punkte, die ich als Top sehe, du als Flop und anders. Also wir werden das gleich aber so stückchenweise füreinander aufbereiten. Ja, und man könnte die Liste theoretisch auch jeden Tag wahrscheinlich aktualisieren. Also wir versuchen das Ganze natürlich etwas allgemein zu betrachten, weil im Prinzip jeden Tag ja neue Modelle, neue Funktionen veröffentlicht werden, sodass es echt ein Fulltime-Job ist, da am Ball zu bleiben. Absolut. Die meisten kennen dich bei unserem Kanal. Du machst ja das Format Inside AI. Du bist praktisch der KI-Experte, nicht nur bei unserem Kanal, auch bei unserem Institut. Und deswegen, glaube ich, habe ich da den richtigen Gesprächspartner und gucken einfach mal rein. Ich würde sagen, wir starten tatsächlich einfach mal direkt in die Tops hinein und kommen zum ersten Top. Das ist nämlich dein Lieblingstop. Und das ist das Thema Open Source AI. Ja, absolut. Also du hast es schon gesagt, das ist quasi mein Lieblingsthema. Und zwar haben wir jetzt dieses Jahr sehr schön gesehen, wie gut Open Source doch sein kann im Bereich AI. Open Source, da muss man dazu sagen, nicht alle Modelle, die veröffentlicht werden, sind wirklich Open Source. Das heißt, die Datensätze, die zum Training genutzt werden, sind häufig nicht einsehbar. Also man spricht dann eher von Open Weights Modellen. Aber selbst das ist zumindest aus Endanwendersicht ein Riesen-Benefit. Also man hat im Prinzip Modelle, die man selbst betreiben kann auf eigener Hardware in der Cloud-Infrastruktur, beziehungsweise die auch sehr günstig dann von Drittanbietern gehostet werden können, je nachdem, wie man das im Prinzip braucht. Und die Qualität, die ist schon wirklich sehr, sehr gut geworden, gerade bei diesen großen Sprachmodellen, gerade bei den LLMs, muss man dazu sagen, mit dem größten Modell, oder eines der größten Modelle, was dieses Jahr veröffentlicht wurde, das Llama 3 405B Modell, das kommt schon sehr nah an die anderen großen Modelle von OpenAI und Co. ran. Natürlich ist das immer ein Wettrennen und die Modelle werden stetig verbessert, aber am Ende des Tages ist das aus Anwendersicht eine sehr gute Situation, weil einfach der Wettbewerbsdruck da ist. Das heißt, die liefern sich halt dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist auch ein Preiskampf, der da stattfindet. Und wir können im Prinzip so ein Vendor-Lock-in ein Stück weit vermeiden, indem wir halt wissen, okay, es gibt immer auch noch einen Plan B. Wenn ich jetzt vielleicht das Modell von Anbieter A nicht mehr nutzen kann oder möchte, dann ist der Wechsel tatsächlich extrem einfach. Ja, und man sieht das sehr schön, dass diese offenen Modelle tatsächlich, wo auch die Trainingsdaten letztlich zum großen Teil dann bekannt sind, dass die im Prinzip kann man sich die runterladen und dann nutzen und ist auch nicht irgendwie dann in der Abhängigkeit, wenn man die mit der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Standes dann natürlich auch zufrieden ist und damit arbeitet. Ganz genau. Und das muss man halt dazu sagen. Das ist bei den LLMs, bei den großen Sprachmodellen ist das schon in vielen Bereichen der Fall, aber auch in anderen Aspekten. Text-to-Image beispielsweise mit dem Flux-Modell von Black Forest Lab, Robin Rombach und Co. Haben das mitentwickelt, die auch Stable Diffusion tatsächlich entwickelt hatten ursprünglich. Und das ist von der Qualität her halt wirklich sehr, sehr gut. Und das läuft im Prinzip auf Consumer-Hardware. Das Modell Flux 1 Dev ist zwar jetzt nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben, aber da gibt es halt, sag ich mal, sehr viele gehostete Lösungen, auch die kostengünstig das Ganze anbieten. Und zumindest zum Testen kann man das auf jeden Fall problemlos einsetzen und einfach sehen, wie gut da auch, sag ich mal, die offenen Modelle im Vergleich zu den kommerziellen Anbietern sind. Du hast ja neulich auch eine Folge gemacht auf Inside AI gerade zu dem Thema Flux. Von daher spannend. Und dann würde ich sagen, wir kommen tatsächlich schon zu unserem zweiten großen Top, der damit zusammenhängt, nämlich die Multimodalität. Also, dass diese ganzen Modelle, dass man mit denen auf unterschiedliche Art und Weise agieren kann. Nicht nur eben Texteingaben, sondern vor allem Spracheingaben ist, glaube ich, eigentlich das, was in den letzten 12 Monaten so große Begeisterung geführt hat. Ich kenne das bei mir zu Hause auch. Also meine Frau kriege ich jetzt endlich auch, dass sie mit dem Sprachmodell spricht und ich will nicht sagen, sie coachen lässt, aber sie macht so Essenspläne auch für uns und kriegt da Inspiration rein. Mein Sohn lernt damit.
wirklich für die Schule, fürs Gymnasium, 5. Klasse, Biologie. Ich habe auch viel dabei gelernt, um das Ganze im Auto noch mitzuhören. In diesem Gespräch einfach mit einer KI, die unglaublich viel weiß, die eigentlich im Prinzip auch den Lehrer spielt oder den Nachhilfelehrer. Das ist unglaublich fantastisch und für mich erstaunlich, dass das so wenige Leute nutzen. Absolut, also ich nutze das auch jeden Tag, insbesondere auf der Autofahrt vom Weg zur Kita hier in die Arbeit beispielsweise. Spreche ich meine Ideen durch, plane schon vielleicht das nächste Tool, was ich da ausprobieren will, und das ist dafür für solche Anwendungsfälle extrem gut. Ich nutze es auch zu Hause mit meinen Kindern, gerade wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen, sich Dinge erklären zu lassen. Das Schöne dabei zu sehen ist, meine Kinder, die hinterfragen das Ganze auch. Also die nehmen das nicht alles immer für bare Münze, sondern wenn denen da was komisch vorkommt, dann haken die da auch hinterher. Ne? Also nur weil es jetzt von der KI kommt, wird das nicht als, sage ich mal, feststehend und richtig. Sollte man beim Lehrer und Lehrerin ja auch manchmal. Ganz genau. Ja auch ganz genau. Behangen, also das reflektiert. Genau, und das ist im Prinzip ein riesiger Benefit. Also diese Systeme so einzusetzen, wie du gesagt hast, gerade auch Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen, die nicht irgendwo, sage ich mal, mit dem Tastaturschreiben so vertraut sind, da ist halt diese sprachliche Interaktion tatsächlich natürlich der Schlüssel, um dann auch diese KI nutzen zu können. Und das geht ja noch weiter, wenn wir uns jetzt angucken, Google mit Gemini oder auch OpenAI haben auch jetzt die Funktionalität, dass quasi Live-Videos verstanden oder sag ich mal, analysiert werden können von diesem Modell, verarbeitet werden können. Und das visuelle Verständnis scheint da auch tatsächlich sehr, sehr gut schon zu sein. Also wenn man sich die Demos anguckt, ich meine, so OpenAI werden wir sicherlich, da kommen wir nicht drum herum, mit dem müssen wir sprechen, als der Treiber des gesamten Themenfeldes, auch in den letzten 12 Monaten. Aber ich habe mir das angeschaut, das ist schon fantastisch. Also dann das Gespräch, da wurden Leute vorgestellt in der Kamera mit Namen und danach hat man einfach gefragt, kannst du mir nochmal den Namen sagen von der Person mit dem grünen Pulli als Beispiel? Und das konnte das Modell sofort in Windeseile sagen oder wie man bestimmte Anleitungen, also es ist schon spannend, auch wenn wir das noch nicht so testen konnten. Das ist ja alles jetzt ganz frisch, auch was in den letzten Tagen so released wird. Ja, aber Europa zieht ja aktuell leider auch einen kürzeren aufgrund selbst auferlegter Regularien. Ist sicherlich auch ein Thema. Aber auch da sind die Open-Source-Lösungen nicht weit hergeholt. Also es ist ja nicht so, dass wir darauf ganz verzichten müssen, nur weil die Anbieter das noch nicht freigeschaltet haben. Aber ganz klar, wir werden das natürlich auf Herz und Nieren testen, sobald wir Zugriff haben. Aber es sieht sehr vielversprechend aus und das Thema einfach in der Kommunikation, das Advanced Voice Mode, der ist an sich schon einfach sehr, sehr gut. Du hast ja auch schon viel getestet und auch schon auf dem Kanal. Absolut, ja. Auch Mehrsprachigkeit ist wirklich exzellent. Auch Imitation von verschiedenen Akzenten funktioniert. Also man kann ja auch Spaß draus machen. Genau, man kann sich einen Spaß draus machen, aber für mich ist halt tatsächlich der Anwendungsfall der größte, dass man damit halt sehr schnell sehr viele Informationen verarbeiten kann, sehr schnell auch neue Dinge lernen kann. Super. Dann kommen wir eigentlich schon zu unserer dritten Kategorie und das sind nämlich die Anwendungen. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, in 2024 sehen wir viele Anwendungen. Wir sehen sie nicht nur bei den ganz großen, klar, neulich gesehen, Amazon hat jetzt gesagt, die sparen 4.500 Entwicklerjahre durch GenAI. Aber wir sehen ja gerade auch bei Partnern, auch im Mittelstand zunehmend. Im Spiegel war jetzt die Firma Böllhoff, die aus der Region ist, aus Bielefeld, mit dem Böllhoff MyGPT. Wir kennen das aber auch. Ich hatte hier neulich im Tech Talk Phoenix Contact da, den Thomas Bischoff, der hat über PIA gesprochen, also das Phoenix Contact interne Assistenzsystem. Wir kennen das bei Papiermaschinen oder Papierhersteller, Felix Schöller mit Hermann. Die haben alle kleinere GPTs oder solche Sprachmodelle eigentlich schon in der Anwendung und setzen die ein. Und das Schöne ist, man sieht viele Anwendungen, wo es tatsächlich darum geht, die Effizienz, die Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern und wirklich auch über industrielle Prozesse zum Teil auch nachzudenken und diese auch voranzubekommen. Und das ist ja das, was wir eigentlich die ganze Zeit versuchen einzufordern. Nutzt das, lernt das und wende das an und man sieht das jetzt. Und das Spannende, finde ich, dabei ist, dass wir müssen da anfangen, wo OpenAI aufhört. Ne? Du hast gerade als Beispiel gebracht, in dem Demo-Video werden Personen erkannt, Beschreibungen zugeordnet zu Personen. Aber OpenAI wird jetzt nicht hingehen und im Prinzip unsere Produktion automatisieren oder unsere Prozesse verbessern. Natürlich, die haben auch ein Interesse daran, zumindest allgemeine Use Cases abzudecken. Aber die spezifischen Anwendungen, die müssen wir selber erschließen. Und das können wir auch und das können wir auch besser, weil wir diese Prozesse natürlich deutlich besser kennen. Und was wir nicht machen dürfen, ist darauf warten, dass jemand Drittes kommt und das für uns tut, sondern loslegen. Die Zugänglichkeit ist da. Wenn auch Hilfe in der Region erforderlich ist, wir haben ein super gutes Netzwerk und wirklich viele, viele Unternehmen, die sich damit jetzt schon intensiv auch beschäftigt haben. Das heißt, die Erfahrung ist auch da und grundsätzlich finde ich das sehr schön zu beobachten, wie die Leute da Gas geben.
Ja, super. Und dann kommen wir zu einem Top, wo wir uns wirklich sehr viel uneins waren und wir wollen ihn auch von beiden Seiten reflektieren. Ich habe aber mich dann durchgesetzt und gesagt, grundsätzlich finde ich das schon als ein Top, weil es viel Aufmerksamkeit macht und das ist das Thema No-Code. Also ich nenne es jetzt mal No-Code, also tatsächlich, dass ich ohne selber eine Zeile Code zu schreiben, komplette Apps, Programme erstellen kann. Curse AI ist so ein bekanntes Tool, was damit eingesetzt wird. Bolt ist jetzt, glaube ich, was Neues, habe ich noch nicht ausprobiert. Du hast es aber ausprobiert. Das sieht sehr, sehr vielversprechend aus, was man damit machen kann. Aber es gibt viele kritische Stimmen auch in dem Ganzen. Mhm. Absolut. Also das ist, ich schaue mir immer beide Seiten auf der Diskussion an. Ich finde das auch sehr spannend, weil natürlich die erfahrenen Entwickler sagen, ja, entwickeln ist mehr als Code schreiben. Ne? Code schreiben ist nur letztendlich ein kleiner Teil dieser Entwicklungstätigkeit. Es geht auch darum, kreative neue Ideen und Lösungen zu finden. Und diese Tools nutze ich sehr intensiv selber. Ich bin kein Programmierer, zumindest nicht ursprünglich. Aber jetzt seit rund 2 Jahren programmiere ich doch schon sehr viel. Ich habe für mich tatsächlich so die Leidenschaft ein bisschen entdeckt für das Programmieren, für das Coden. Also ich habe so ein bisschen so meine Liebe zu den Computern wieder entdeckt, die ich früher auch als Jugendlicher hatte. Und ich muss sagen, das funktioniert, wenn man es richtig einsetzt, sehr, sehr gut. Man darf natürlich nicht die Erwartungshaltung haben, dass man ohne komplette Vorkenntnisse jetzt ein funktionsfähiges, produktionsfähige Lösung damit im Prinzip erzeugen wird. Es hilft einfach, dieses technische Verständnis mitzubringen. Und ich glaube, dass gerade die Leute, die ein grundlegendes technisches Verständnis haben oder die schon wirklich auch gut programmieren können, die können davon sogar am meisten aktuell profitieren. Weil die können sehr intuitiv, sehr schnell feststellen, okay, das passt, das nehme ich so. Ich glaube, für jemanden, der wirklich noch nie in seinem Leben programmiert hat, der im Prinzip die grundlegenden Gedanken hinter Programmiersprachen und Operationen und sonst was nicht drauf hat. Klar, da kriegt man was Lauffähiges, eine Demo hin, aber ich glaube, man braucht aktuell einfach noch ein bisschen mehr Motivation, ein bisschen mehr Interesse an dem Thema, um das dann wirklich auch umzusetzen. Aber das ist ein riesiger Befähiger. So, man sieht ja auch, im Prinzip kann man natürlich wie so eine Art Klickanleitung etwas nachbauen, aber hat eigentlich nicht selber wirklich kreiert. In dem Sinne, also da ist schon ein Übertrag sicherlich da. Deswegen, ich habe einen so schönen Kommentar mal gesehen bei X, wo ein erfahrener Programmierer sich darüber ausgelassen hat. Das ist eigentlich das Beste, was uns passieren konnte, weil wir haben jetzt so viel zu tun. Das ist überhaupt nicht, dass wir unsere Jobs verlieren, weil wir müssen jetzt ganz viel Bugfixing machen. Von den ganzen Leuten, die draußen ohne Ahnung jetzt mit No-Code irgendwelche Apps erstellen. Also deswegen, ich sehe es als Thema, grundsätzlich als Vision, als Top. Auch, dass dieser Schritt gegangen worden ist, das ist, glaube ich, schon, dass man da auch Erfolge sieht. Aber es ist keine eierlegende Wollmilchsau und keiner muss mal programmieren. Ganz im Gegenteil, wir brauchen noch ganz genau. Leute. Also da ist, glaube ich, noch einiges zu tun, bis wir an dem Punkt sind, wo es vielleicht dann wirklich so ist, dass wir deutlich weniger Programmierer brauchen. Ich sehe das auch so zwiegespalten. Also ich glaube nicht, dass es so schnell passiert, dass wir weniger Programmierer brauchen, weil wir wollen das ja auch irgendwo in die Anwendung bringen und das muss irgendwie betreut werden. Es gibt ja auch, sage ich mal, so agentenbasierte Systeme wie Devin, die dann halt wirklich Aufgaben autonom abarbeiten sollen. Da ist jetzt vor einigen Tagen, haben einige Leute das getestet und das ist teilweise dann katastrophal geendet. Nicht, weil die Modelle so schlecht sind, sondern weil halt gewisse Dinge noch einfach nicht richtig zusammenpassen in diesem Gesamtkonstrukt. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und sagen, nee, das wird nie passieren. Das ist quasi Schwachsinn, was da rauspurzelt. Das ist definitiv nicht der Fall. Es ist aber aktuell einfach ein Werkzeug und man muss wissen, dieses Werkzeug gut einzusetzen. Und wenn wir das tun, können wir tatsächlich extreme Effizienzgewinne erschließen. Perfekt. Unser nächstes Thema als Top ist das Thema Robotik. Tommy, eins deiner Lieblingsthemen. Wir haben ja neulich mal ein Video auch gemacht zu dem Tesla-Event über autonome Systeme. Da haben wir schon über Robotik gesprochen. Aber das ist schon ein Riesenthema in 2024, wird wahrscheinlich noch größer in 2025. Aber ich glaube, dass man das in dieser Größe verstanden hat, wohin die Reise da gerade geht, ist doch für viele Expertinnen und Experten jetzt so richtig greifbar auch nochmal geworden und verständlich, dass da auch massiv Geld investiert wird in das ganze Thema Robotik, humanoide Robotik auch. Wie ist deine Einschätzung? Absolut. Also ich finde es extrem spannend zu sehen, wie schnell da jetzt auch Fortschritte gemacht werden, auch von unterschiedlichen Organisationen, also auch Startups. Aktuell sieht man tatsächlich die meisten Startups entweder aus China oder aus den USA kommen. Finde ich sehr schade, weil ich glaube, hier in Deutschland haben wir viel Expertise, was das angeht und könnten zumindest nach außen hin nochmal mutiger auftreten. Und das ist auch immer das, wenn ich mit Unternehmen spreche. Das ist aktuell fast meine erste Frage. Habt ihr eine Strategie in Richtung Robotik?
habt ihr Komponenten, die in Robotikanwendungen eingesetzt werden sollen? Weil ich glaube, dass selbst wenn man jetzt sagt, wir entwickeln nicht den Roboter selber, aber als Zulieferer kann das oder wird das eine riesige Industrie sein und wir sollten da so schnell wie möglich drauf aufspringen auf den Zug und sicherstellen, dass wir da ganz vorne mitspielen. Ist natürlich schwierig, weil einfach die finanziellen Mittel hier in Deutschland und Europa nicht in dem Maße vorhanden sind wie in den USA. Aber die Technologieentwicklung, gerade die LLMs, die multimodalen LLMs, die befeuern das Ganze jetzt gerade extrem, sodass ich davon ausgehe, dass wir die ersten wirklich realen Anwendungen, die dann auch, sag ich mal, erwerbbar sind, ne? Also Industrieroboter gibt es ja schon seit Jahrzehnten letztendlich, das ist ja nichts Neues. Aber diese generellen Ansätze oder vielleicht sogar in Richtung Privathaushalt, mal abseits vom Wischroboter oder Staubsaugerroboter, ich glaube, das wird sehr, sehr schnell kommen. Ja, das ist ja mein Ziel. Ich möchte den Bierbot entwickeln, der mir meine Bierkiste durch die Gegend fährt und mir mein Bier bringt. Ja. Also da ist, glaube ich, ein wichtiges Zukunftsthema für uns, auch für die nächsten Jahre. Was, glaube ich, ein Thema ist, und da sind wir schon beim nächsten Thema, was jetzt eigentlich schon eher Commodity geworden ist, sind RAGs, also Retrieval Augmented Generation. Wir haben es nämlich hier mit reingenommen, weil ich es als Technologie so spannend finde, weil es fast jeder jetzt einsetzt, weil es unglaublich wirkungsvoll ist, gerade auch bei Applikationen in Unternehmen, die schon Datenmengen oder Datenquellen haben, die man jetzt sehr einfach anbinden kann und ein Sprachmodell eben geschickt Suchabfragen oder auch Beziehungen zu diesem Datenmodell machen kann. Das geht eben über diese RAGs, über diese Technologie. Halte ich wirklich für ein Highlight und für so ein Top für 2024 und wird im nächsten Jahr absolut Commodity sein. Absolut, also das sehe ich auch. Also die Unternehmen, selbst Unternehmen, die jetzt nicht aus der IT-Schiene kommen, die meisten Unternehmen reden darüber. Also die haben entweder das schon intern angefangen umzusetzen oder planen das einzuführen, weil sie einfach erkannt haben, Suchen ist eine Tätigkeit, die frisst extrem viel Zeit im Alltag. Wenn ich es jetzt wirklich schaffe, dass mein LLM mir im Prinzip die richtigen Informationen raussuchen kann aus meinem internen Informationspool, dann spare ich natürlich potenziell extrem viel Zeit ein. Und natürlich ist es auch, ehrlicherweise muss man sagen, ist eine riesen Spannbreite, ist auch teilweise ein riesen Hype-Thema, ne? Also was für verschiedene RAG-Arten da propagiert werden von verschiedenen Seiten. Am Ende des Tages ist es halt eine Engineering-Aufgabe, die gelöst werden muss im Unternehmen, aber es ist kein Rocket Science, zumindest um eine erste gute, lauffähige Lösung hinzubekommen. Dann kommen wir eigentlich schon zu unserem letzten, ich sage jetzt mal Top, auch wenn das ganz so hart nicht zu sehen ist, aber wir haben sie mal als Kategorie genannt, die Tech-Riesen können es eigentlich immer noch. Weil wir sehen doch auch, obwohl diese ganze Entwicklung und auch, dass viele kleinere draufkommen, dass die großen Apple, Google oder auch Meta schon natürlich viele Sachen hervorbringen und vor allem auch Dinge hervorbringen, die andere nicht hervorbringen können. Dann sind wir schon bei der Hardware. Also gerade so Hardware-basierte Systeme, also nicht nur reine Software-Apps oder Lösungen, sondern tatsächlich, wo ein Produkt, physisches Produkt noch dahinter ist. Ich kann das am Apple-Beispiel einfach sagen. Mein Sohn ist jetzt in der 5. Klasse, ist 10 Jahre alt. Es wird Zeit für den ersten wirklich eigenen Computer und nicht mehr bei mir hier rumzuhauen und Aufkleber an den Laptop dran zu kleben. Und ich hätte mir von 1 oder vor 2 Jahren nicht gedacht, dass ich meinem Sohn als erstes einen Mac kaufen werde. Aber ich kaufe ihm tatsächlich den Mac Mini, den neuesten Mac Mini mit dem M4-Prozessor, weil er für Schüler, Studenten unter 600 € zu haben ist und leistungsfähiger ist als so jedes andere Computersystem, was man momentan so bekommen kann. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, kann viel zu viel, was ein 10-Jähriger bräuchte, ja. Aber das ist schon verrückt, was wir dort sehen. Bei diesen Entwicklungen, die sind ja noch lange nicht abgeschrieben, diese Unternehmen. Also das klingt manchmal so, die müssen sich da zwar am Anziehen und sowas, aber mit solchen Lösungen bauen sich rein, auch wenn wir Apple gleich nochmal angucken, was nicht so gut läuft. Genau. Aber das ist ein gutes Beispiel. Ein anderes gutes Beispiel ist Notebook LM von Google. Genau, das ist, finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel, weil es ist eine neuartige Lösung, die so vorher nicht existiert hat. Google hat im Prinzip eine Plattform geschaffen, wo man Inhalte sammeln kann, Wissensinhalte, PDFs, Webseiten oder auch einfach Text, den man selber eingibt. Und man aggregiert das im Prinzip und kann sich diese Informationen strukturieren lassen, erklären lassen. Und das ist jetzt vor einiger Zeit dann auch veröffentlicht worden. Man kann beispielsweise das Ganze auch in einen Podcast umwandeln lassen, sodass 2 virtuelle Stimmen im Prinzip sich über das Thema unterhalten. Ich habe da auch eine eigene Lösung für mich tatsächlich gebaut, die was Ähnliches macht, weil ich es einfach von der Modalität her so gut finde. Also für mich persönlich, ich kann dadurch sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell lernen.
Und ich finde halt diese neuen Anwendungen einfach extrem spannend und ich finde es schön, dass auch ein Google quasi mit doch mal auch mutigen und neuen Ideen um die Ecke kommt, die ja häufig doch eher sehr träge geworden sind in den letzten Jahren, was Innovation angeht, wobei sie jetzt natürlich versuchen in den Schlagzeilen auch mit dem Thema Quantencomputer beispielsweise sich da wieder nochmal in ein anderes Licht Da gucken wir gleich nochmal auf Google, wenn wir auch nochmal über die Flops sprechen müssen. Genau. Vielleicht auch manchmal ungerecht, aber so ist es manchmal. Als drittes hatte ich jetzt hier Meta genannt, den Release eines nicht fertigen Produktes, sondern eine Konzeptstudie mit Orion, mit dieser AR-Brille. Die zeigen natürlich, sie gehen komplett weiter in dieses Thema Metaverse. Und das Thema AR-Brille als erste AR-Brille, die nicht ausschaut wie eine AR-Brille. Ich glaube, das ist das, was spannend ist. Sie sieht aus wie eine Brille. Und da muss die Technologie letztlich auch hin, auch wenn sich wahrscheinlich die aktuell 10.000, 15.000 Euro kosten würde oder mehr. Aber gut, da gibt es auch andere Anbieter, die in dem Preissegment unterwegs sind. Aber das ist natürlich nicht die Brille für jedermann. Aber man sieht, das Thema wird kommen, aber vielleicht kommt das Thema Wearables und sowas eben einfach auch etwas langsamer in unseren Alltag rein, als wir es und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass es langsamer reinkommt, weil wir müssen auch ein bisschen vorbereitet sein. Aber ich denke, das ist eine kontinuierliche Entwicklung und muss wirklich sagen, ich war erstaunt über die Qualität und auch über diese Orion-Studie, würde ich es jetzt mal nennen, weil es tatsächlich den meisten Leuten einfach das Gefühl gibt, sie setzen eine Brille auf und nicht ein technisches System. Zumindest die Erfahrungsberichte, die man lesen konnte, die waren alle sehr, sehr positiv. Und das ist für mich auch etwas, also da freue ich mich im Prinzip schon drauf, wenn diese Technologie irgendwann erschwinglich sein sollte. Ob sich das dann wirklich durchsetzt, das wird sich zeigen. Ne? Also ich glaube, man unterschätzt, wie viel angenehmer es doch ist, ein Gerät mit sich zu tragen, das im Prinzip alles kann. Ne? Das Smartphone ist im Prinzip ja unser Supercomputer, den wir in der Hosentasche mit uns rumtragen. Und wir haben ja auch gesehen, dass andere Anbieter quasi mit dem Versuch, bestimmte Wearables, die um das Thema AI, die auf das Thema AI fokussiert sind, sich am Markt platzieren. Und das hat ja nicht so gut geklappt dieses Jahr. Ne? Schauen wir gleich nochmal drauf. Bevor wir jetzt zu den Flops aber kommen, würde ich sagen, wir gucken nochmal einmal ganz kurz auf OpenAI an sich. Es ist der Marktführer in dem Themenfeld AI. Sie geben den Takt an. Wir befinden uns gerade so mitten in den 12 Days of OpenAI. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was hinten rauskommt. Was wir zum heutigen Tag wissen, ist Sora. Wir wissen auch ein bisschen was zu Apple Intelligence und eben auch zu dem Thema Advanced Voice Mode oder eben dann auch die Einbindung in Video dann in dem Fall. Aber wir wissen auch, dass sie jetzt eine $200 anbieten, was umstritten ist. Wenn man im Detail reinguckt, lohnt die sich natürlich, je nachdem, was man da nutzt. Auf der anderen Seite ist es nicht mehr wird schon teurer irgendwo, auch die Zugänglichkeit. Auch bei Sora sieht man, es ist jetzt auch nicht für jeder. In Europa sind wir sowieso jetzt erstmal außen vor geschlossen. Auch per VPN, was man alles so machen kann, ist es nicht so simpel, gerade ranzukommen. Devin zum Beispiel, Devin kostet erst für $500 im Monat. Ja, ist ein Abo, ne? Also die Preise gehen aktuell zumindest. Wir wollen auch Geld verlieren. Ich meine, da wird eine Menge an Geld reingesteckt. Ne? Absolut, ja. So, aber es gibt auch so Dinge wie der GPT-Store bei OpenAI, der hat jetzt noch nicht gezündet. Ne? Da sind viele Sachen drin, da guckt man, aber da war die Technologie noch nicht so reif, aber wer weiß, was jetzt kommt. Und das Spannende beim GPT-Store ist tatsächlich, in der breiten Masse ist das, glaube ich, kein Erfolg gewesen. Aber in einzelnen Unternehmen wird das tatsächlich doch häufiger genutzt, als man denkt, weil es halt eine sehr einfache Art und Weise ist, sich einen personalisierten Bot mit einem bestimmten Themenfokus zu machen. Ja. Muss natürlich jetzt nicht über OpenAI laufen. Ne? Es gibt ja ganz viele andere Lösungen, auch im Open-Source-Bereich, über Open Web UI beispielsweise. Aber das finde ich spannend, weil OpenAI hat halt oder probiert halt viele Dinge aus und nicht alle Dinge setzt er nicht dann tatsächlich auch durch. Was aber wirklich ein Erfolg war, und ich glaube, deswegen ist OpenAI noch nach wie vor der absolute Marktführer, ist das O1-Modell gewesen. Und dieses Thema auch dann mit Chain of Thought zu arbeiten, also zum ersten Mal ein Modell zum Nachdenken zu bringen, bevor es eine Ausgabe macht. Und das ist ja etwas, was wir als technologischen Trend für das nächste Jahr ganz, ganz klar sehen, dass die Reife der Ausgabe einfach immer besser wird und dieses Zero-Shot-Prompting, sage ich jetzt mal, die Qualität einfach wahnsinnig zunimmt. Mhm. Das Interessante hierbei ist, es wird immer schwieriger für, sag ich mal, uns Normalsterbliche, wenn ich uns mal dazu zähle, zu bewerten, ja. Zu bewerten, wie gut dann tatsächlich die Ausgabe ist. Das hatte ich in einem Video ja auch angesprochen. Am Ende müssen es wirklich die Domänenexperten jetzt bewerten, weil diese Sachverhalte, die diese Modelle jetzt zumindest augenscheinlich versuchen zu lösen, da kann man als Laie nicht... Das ist eine wirklich sehr disziplinspezifische, domänenspezifische Mathematik als Beispiel, was die normalen Modelle nicht besonders gut gemacht haben, sich fokussieren auf solche Problemstellungen, die dann eben mehrere Schritte benötigen und dass diese Modelle eben hergeben. Und das ist ja vielleicht auch ein Trend dann wirklich für die Zukunft, Stichwort Testtime,
letztlich Compute sind, also dass man noch mehr Rechenpower dann tatsächlich in der Ausführung oder der Umsetzung des Prompts eigentlich reinsetzt, um eine gute Lösung zu finden. Aber natürlich nur, wenn es auch wirklich erforderlich ist. Ne? Das finde ich ist das Spannende. Also ich glaube, viele Leute, die O1 ausprobiert haben, hatten da jetzt nicht irgendwie großartig eine Veränderung festgestellt oder haben Strawberry nur mit 2R geschrieben. Genau. Und ich glaube wirklich, es profitieren tatsächlich aktuell die Experten sehr stark davon. Okay, aber dann lass uns doch mal in die Flops reingehen. Und wir haben aufgehört bei den Tops mit den großen Tech-Riesen und wir können bei den Flops eigentlich da weitermachen, weil wir sehen schon echt fatale Chancen auch durch die Perspektiven. Microsoft Copilot, wir sind beide so Test-User oder Power-User innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft, viele andere auch. Das ist schon etwas ernüchternd. Das ist absolut, das ist absolut, genau. Und nicht nur, sage ich mal, intern bei uns bei Fraunhofer, sondern ich habe mit vielen Unternehmensvertretern gesprochen, die das auch testen. Und es ist tatsächlich eine fatale Chance, wie du sagst, weil nämlich wir wissen, wir als, sag ich mal, diejenigen, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, was diese Modelle eigentlich imstande sind zu leisten. Aber Microsoft hat es nicht geschafft, das in die Applikation zu überführen und wirklich einfachste Aufgaben wie, übersetz mir mal bitte diese PowerPoint-Präsentation. Zumindest bei meinem letzten Test, da habe ich auch ein Video zugemacht, was bald veröffentlicht werden soll. Das scheitert dann einfach daran. Ne? Also es ist einfach, die Schnittstellen, die internen Schnittstellen in den Applikationen werden nicht ausreichend genutzt. Und das Problem, was ich da sehe, ist, dass die Leute natürlich, wenn sie merken, das funktioniert nicht, das hinterlässt verbrannte Erde. Die Leute werden sagen, nein, diese KI, die kann nichts. Und wenn man in Microsoft Office reingeht, das benutzt jeder. Das benutzt wirklich die Normalsterblichen täglich. Und dann muss das natürlich funktionieren und dann muss das auch gut funktionieren. Und dann wird das natürlich eher negativ behaftet. Das tut es eben noch nicht. Also auch bei uns, jeden, den ich eigentlich frage, ich nutze dann doch wieder eher ein anderes Modell, sei es ChatGPT oder was auch immer, und kopierst dann doch lieber selber hin und her, anstatt dass ich in automatisierten Prozessen, das ist die Erwartungshaltung, das muss man sich ganz klar sagen. Genau. Nichts weiter da hinten steht eigentlich Apple Intelligence. Also viel angekündigt, in Deutschland ja auch offiziell noch gar nicht verfügbar. Wird viel darüber diskutiert, in der Apple-Szene gibt es eine richtige Szene hinter Apple in den ganzen Produkten und auch hinter Apple Intelligence. OpenAI hat jetzt gesagt, wir haben jetzt eine erste Anbindung für die Macs und auch fürs iOS, wo wir natürlich meiner Meinung nach auch OpenAI gut positionieren dann in dem Fall, aber man muss von Apple Intelligence, da ist viel angekündigt und bisher zu wenig gekommen. Ja. Also man kann es in Deutschland nutzen, zumindest auf den Macs, wenn man die Systemsprache auf Englisch umstellt. Ich habe es halt ausgetestet und mega hässlich halt wirklich. Es ist halt wirklich sehr ernüchternd. Auch hier, wir wissen, was die Technologie eigentlich imstande ist zu leisten und es wird auch hier eine Chance vertan. Ich glaube, bei Apple ist es weniger, weil sie es nicht können, sondern weil die sich selber halt so viele Schranken setzen, dass es dann am Ende vielleicht auch in der internen Bürokratie irgendwo scheitert und einfach nicht das umgesetzt werden kann, was technisch ist. Wir kommen ja gleich noch zur externen Bürokratie oder der europäischen. Vielleicht als drittes Beispiel noch mal ganz kurz Google hatten wir schon gerade beleuchtet. Ich glaube, die hatten schon ein PR-Thema auch, alleine mit diesem zu Vogue trainierten Modellen, also die dann hier, keine Ahnung, schwarze Nazi-Soldaten herausgebracht haben oder also verrückte Dinge, weiblichen Papst als Beispiel und dergleichen in solchen Dingen. Also da wurde dann, glaube ich, auch viel mehr draus gemacht, als es ist. Du hast es gesagt, mit Gemini 2.0 sehen wir jetzt gerade einen frischen Release, den wir auch noch nicht komplett durchtesten konnten, aber das zeigt schon gerade auch in der Bildmanipulation fantastische Dinge, gute Möglichkeiten und ich glaube so ein bisschen, ja, wir sagen das so ein bisschen, wird Google vielleicht wieder cool in der ganzen Szene. Das ist auch so etwas, was bei uns hier in der Kaffeeküche gerade diskutiert wird. Das ist nicht unberechtigt, diese Hoffnung auch zumindest, dass sie da auch sich wieder da stärker mit reinbekommen und dem Ganzen, wie du hast ja gesagt, wir wollen ja kein Vendor-Login, also es tut eigentlich der ganzen Sache gut, wenn wir da mehr Technologie bekommen von verschiedenen Partnern, die sich dann auch irgendwo dann gut einsetzen lassen können. Vielleicht zum nächsten Flop, wir haben ihn schon angesprochen, die Wearables, AI-Wearables, insbesondere Pins. War ein großes Thema Anfang letzten Jahres. Wann kommen die ersten AI-Pins? Da gab es 2, 3 große Anbieter, die das auch vollmundig angekündigt haben. Also so einen kleinen Pin, den ich mich hier irgendwo dran setze, mit einer Kamera, der mich begleitet und praktisch meine AI-Begleiter ist. Und das ist völlig gefloppt. Genau, also das ist komplett gegen die Wand gefahren, einfach weil es extrem teuer war und wirklich schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das deutlich hinter dem Stand der Technik. Also in puncto Latenz und auch in puncto Antwortqualität war das einfach wirklich jenseits von Gut und Böse, würde ich mal sagen, gerade für ein $700 Gerät. Ähnlich ist es mit dem Rabbit R1 gewesen. Das war zwar günstiger, aber auch hier, ich glaube, die wollten einfach zu früh zu viel. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wenn die heute das rausbringen würden mit OpenAI als Backend sozusagen,
dann wird die Welt vielleicht anders aussehen. Aber auch hier wurde ziemlich viel verbrannte Erde hinterlassen. Es gibt auch noch andere Wearables, Friend, so ein Umhänger, der im Prinzip als bester Freund beworben wird, wo aber sich jetzt herausstellt, also da wird sehr viel auch mit emotionaler Manipulation gearbeitet. Also die Zielgruppe scheinen tatsächlich Leute zu sein, denen es ohnehin nicht so gut geht. Und das halte ich halt für extrem schade und bitter zu sehen, was da im Prinzip an negativen Schlagzeilen aufgeworfen wird. Ja, ich habe einen Bericht gelesen, dass ja im Prinzip im Sommer irgendwann haben die mehr Rückläufer gehabt, als sie Verkäufe noch hatten. Also die Leute wollten so noch loswerden. Das Thema Wearables wird aber sicherlich nochmal kommen. Das glaube ich schon, aber war schon immer ein schwieriges Thema. Spannend. Also ich hatte ja eben schon gesagt, also ich befürchte, dass das Smartphone einfach als eierlegende Wollmilchsau zu komfortabel ist, als dass wir... Ja, aber die Kamera der Hosentasche, die Kamera ist immer eine Hosentasche. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich glaube, der Kameraaspekt, den halte ich für sehr wichtig, weil natürlich, wenn wir irgendwann das immer weiterdenken, die Echtzeitdaten, die man aufnehmen kann und analysieren kann, ist ein riesen Mehrwert. Das stimmt, aber da sehe ich tatsächlich dann die Brille. Da könnte die Brille natürlich sein. Also das will ich jetzt auch nicht auf den Pin, also keine Ahnung. So viel. Ja, wahrscheinlich. Ein anderer Flop, das Thema AGI. Nicht, weil wir glauben, dass AGI nicht kommt. Ich glaube tatsächlich, wir beide sind der Meinung, es steht irgendwie schon kurz vor der Tür. Haben wir es ja schon. Haben wir es ja schon, ne? Da wird es natürlich korrigiert in der ganzen Definition. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil dieser Hype, der wird gerade in Deutschland auch, glaube ich, auch in vielen Bereichen sehr negativ, also mit sehr viel Angst. Wir kriegen jetzt eine KI und die bestimmt dann über uns. Genau, wir verlieren alle unsere Jobs. Verlieren alle die Jobs und das ganze Ding ist dann irgendwann in der Endvision wie beim Terminator und hat dann irgendwann gesagt, was habe ich ja noch die Menschen auf dem Planeten nicht hier, die brauche ich gar nicht. Also das sind alles so Ängste, mit denen gespielt wird, meiner Meinung nach. Und das hilft uns überhaupt nicht in der ganzen Sache. Die Technologie entwickelt sich in eine Richtung, dass man wirklich sagen kann, bei allem Marketing links oder rechts zur Seite, wir kriegen KI-Systeme und das ist unaufhaltsam, da sind wir nämlich jetzt schon, die spezifische Aufgaben von Menschen genauso gut machen können und zum Teil kriegen wir KI-Lösungen, die man auf ganz viele Aufgaben aufsetzen kann und diese einfach gut können, so wie der Mensch das als einziges System bisher gut konnte, sich in verschiedene Sachen einzuarbeiten. Und das müssen wir doch lernen, als Unterstützung und als Befähigungssysteme zu nutzen und nicht versuchen, uns davor zu verstecken oder gar zu verbieten, weil wir können es auch nicht weltweit verbieten. Und dann haben wir meiner Meinung nach gerade in Europa wirklich ein Wettbewerbsproblem, wenn andere mit dem System und wir ohne. Und da gibt es ja viele Zitate, dass man nicht gegen die KI, die seinen Job verliert, sondern gegen diejenigen, die halt KI nutzen. Und deswegen finde ich diesen Hype, ich würde ihn schon fast als Hysterie bezeichnen, den finde ich nicht besonders produktiv gerade. Ja, also vor allem, ich finde einen Aspekt immer wichtig zu betrachten, den hatte tatsächlich auch Sam Altman in einem Blog-Eintrag einmal beschrieben. Wenn man in die Vergangenheit schaut, es hat Jobs und das, was wir als Menschheit generell tun und was wir auch als wertvolle Tätigkeiten ansehen, das hat sich immer schon verändert. Und ich bin der Überzeugung, dass das auch diesmal so sein wird. Es wird sich vieles natürlich verändern und auch einige Aspekte natürlich erstmal negativ sein. Es werden auch Leute natürlich ihre Jobs verlieren. Also das will ich gar nicht ausschließen, das glaube ich auch nicht. Also wir leben ja nicht in einer Utopie, wo alles dann, sage ich mal, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es gibt sicherlich auch negative Aspekte. Aber wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, glaube ich, dass wir einfach mehr schaffen werden, dass wir neue Dinge erschließen werden. Und so sollten wir da auch reingehen und wirklich mit Mut und mit Motivation und nicht uns von der Angst im Prinzip lähmen lassen. Ist ein schwieriges Thema, das ist vollkommen klar, was auch viele Facetten noch hat, auch ethische Darstellungen, das können wir jetzt an der Stelle gar nicht so vertiefen. Aber dann kommen wir eigentlich an der Stelle, weil ich glaube, das leitet sehr viel eigentlich den letzten Flop, den ich aufgeführt habe, nämlich die Regulatorik. Die Regulatorik ist aus meiner Sicht schon ein Thema, was allen jetzt nochmal so bewusst geworden ist bei dieser Sora-Veröffentlichung, dass alle dachten, boah cool, Sora, ich kann jetzt echt mit einem leistungsfähigen Videogenerator arbeiten und ups, in jedem Land auf dieser Welt kann ich es nutzen, bloß eben nicht in der EU. Und ich glaube, das muss man sich nur vor Augen halten. Nein, es stimmt nicht, in der EU und in China nicht. Und das zeigt ja erstmal, in welche Kategorie man sich gerade hier positioniert oder wie man sich auch in der Welttechnologieordnung einordnet und dafür auch keine Antwort hat als Alternative. Das wäre ja die Alternative dazu. Ne? Ja, absolut, also das ist genau mein Denken. Ich kann nicht etwas regulieren, wenn ich selber nichts anzubieten habe. Also wir müssen Innovationstreiber sein und dann können wir die Spielregeln definieren. Wenn wir im Prinzip Nutznießer sind und dann den anderen sagen wollen, wie das Spiel zu spielen ist, dann sind wir am Ende absolut die Verlierer. Und Sascha Lobo hatte jetzt vor wenigen Tagen einen schönen Artikel im Spiegel, wo er das auch sagt, Angst ist jetzt eigentlich der schlechteste Berater in diesem ganzen Thema KI, weil das führt nur dazu, dass das andere gestalten und dann können wir es gar nicht beeinflussen.
Also es wird um uns herum gebaut. Apple hat ja auch schon mal angekündigt, dass sie bestimmte Funktionalitäten dann in Europa gar nicht mehr anbieten werden. Mhm. Und das ist ja kein gestalterischer Prozess mehr, sondern es ist einfach ein ausgrenzender Prozess. Und da müssen wir unbedingt nachbessern, dass wir mitgestalten und vielleicht auch mit den richtigen Punkten mitgestalten können, als zu sagen, wir werden halt einfach isoliert als derjenige, der in der Ecke steht und meckert. Und am Ende des Tages werden wir, und da bin ich auch überzeugt, es sowieso dann nutzen, weil wir sonst kommen die Ersten, die sagen, wir verlieren so stark an Wettbewerbsfähigkeit. Und dann sind auch wieder alle Regeln und Vorsätze und alle guten Dinge eigentlich obsolet, weil dann kommt die pure Panik. Und den Prozess könnte man jetzt viel proaktiver gestalten. Und deswegen, Regulatorik ist etwas, was ich in dem Jahr sagen würde, ist nicht in die richtige Richtung gelaufen. Und man muss dazu auch noch sagen, wenn wir in die Unternehmen schauen, die Betriebsräte sind in den meisten Fällen tatsächlich mehr bereit, diese Dinge mit anzugehen und umzusetzen, als wir es jetzt auf politischer Ebene sehen. Also die Unternehmen wollen und können das auch. Wenn aber am Ende die übergreifende Gesetzgebung da den im Prinzip einen Riegel vorschiebt, dann schießen wir uns selber ins Bein. Absolut. Ja, vielleicht zum Ende hin ein kurzer Ausblick und auch vielleicht ein paar Wünsche. Wir haben uns ein paar Sachen nochmal aufgesucht, von denen wir einfach glauben, in 2025 wird das nochmal mega wichtig. Das Erste, was jetzt auch ein Hype-Thema ist, aber ich glaube, darüber sprechen schon einige und wir machen da ja auch jetzt gerade viele Projekte, ist das Thema Agenten. Genau, also Agentensysteme, im Prinzip die Fortführung von den Fähigkeiten, die wir jetzt sehen, wo es eher so ist, ich gebe eine Anfrage ein und bekomme eine Antwort, hinzu, ich gebe eine Aufgabenstellung und das System legt los und löst im Prinzip in Teilschritten diese Aufgabe selber und kommt quasi nur auf mich zu, wenn es irgendwie meinen Input braucht. Die Systeme agieren sozusagen autonom und das ist auch hier natürlich eine riesen Hypewelle von bis. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, das kann schon so einfach sein, wie das LLM gibt mir im Prinzip einen Befehl aus und dieser Befehl wird dann einfach umgesetzt, bis hin natürlich dann zu wirklich verschiedenen Systemen, die untereinander agieren und wirklich über lange Laufzeit dann auch eigenständig agieren. Das wird auf jeden Fall das Thema 2025 sein. Ein anderes Thema ist das Thema Open Data. Genau, Open Data, also ich habe ja gesagt, Open Source ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Wir sehen, um Modelle wirklich Open Source zu trainieren, brauchen wir offene Daten, auch Daten, die im Prinzip freigegeben sind. Und da sehe ich tatsächlich eine Riesenchance drin, auch im Vergleich, im Hinblick auf die sozialen Medien beispielsweise. Wenn wir uns angucken, was das Blue Sky jetzt beispielsweise immer mehr an Popularität gewinnt. Und das ist tatsächlich ein offener Standard, der halt wirklich von allen genutzt werden kann und wo im Prinzip auch kein Vendor-Login stattfinden kann. Und gleichzeitig das halt super neue Möglichkeiten eröffnet, auch diese, sag ich mal, Filterfunktion, diese Vorschlagsfunktion selber zu definieren, dass ich also selber entscheide, was mir angezeigt wird als Nutzer. Ich bin also nicht mehr Nutznießer von einem großen Anbieter, sondern ich kann das im besten Fall selber definieren. Und ich habe da so die Vision des Bring Your Own Algorithms, wo man sagt, okay, jeder kann wirklich für sich den Algorithmus implementieren und einstellen und vielleicht dann auch mit anderen teilen, sodass wir hier vielleicht tatsächlich ein besseres Gesamtsystem haben werden. Ja, absolut. Ich meine, Open Source, Open Innovation braucht dann auch Open Data. Ich glaube, diese Sachen passen dann irgendwie auch zusammen. Ein dritten Punkt, den wir noch mit aufgenommen haben, ist das Thema Ressourceneinsatz. Also wir sehen natürlich, eigentlich kann es nicht die Strategie sein, dass jeder jetzt irgendwelche ganz komplexen Sprachmodelle aufbaut, die trainiert und die können alle das Gleiche. Und das hat unglaublich viel Ressource gekostet. Auch Strom, Energie und dergleichen. Ja. Also das sind ja Dinge, die wir auch schon mal beleuchtet haben. Die sind verrückt zum Teil. Und wir müssen doch eher dahin kommen, gerade auch vielleicht auch in Deutschland, in der EU. Da haben wir jetzt ja auch mit Aleph Alpha als Beispiel jemanden, der da in dem Markt ist. Wir haben jetzt mit Teuken 7b1, wo auch Fraunhofer mit involviert ist in der Entwicklung, die ja vielversprechend sind, aber nicht in diesen Wettbewerb gehen mit diesen ganz großen Sprachmodellen, sondern in die Lücke. Und das ist, glaube ich, wichtig fürs nächste Jahr. Mein Wunsch, dass wir diese Lücken, diese weißen Spots finden. Wo müssen wir einen Beitrag machen und keine MeToo-Projekte gestartet in dem Bereich, sondern das nutzen, was da ist und dann die Lücken finden und gerade in der Spezialisierung, in der Anwendung, in der Industrialisierung, das, wo ich glaube, wo wir nach wie vor exzellent und spitzenmäßig unterwegs sind, dort können wir eben auch KI in diese Spezialisierung, in diese Anwendung auch reintreiben und dort haben auch diese Modelle dann eine Daseinsberechtigung und können auch in die richtige Lücke schließen. Sonst sind sie einfach nur sowieso intensiv und teuer alle. Und das keiner benutzt durch. Genau, und keiner benutzt sie. Ne? Und gerade in der Anwendung sind das, glaube ich, wichtige Punkte. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir auch für die deutschen Lösungen, für die europäischen Lösungen wirklich jetzt diese Anwendung finden und nicht immer sagen, ja, wir hoffen mal und die anderen erschlagen das einfach mit, sondern dann müssen wir auch wirklich dann liefern. Ja, und den letzten Punkt, ich glaube, das ist fast schon appellartig, so der Wunsch von uns beiden, einfach mehr Mut. Absolut, ja. Also das betrifft gar nicht so sehr nur das Thema KI, aber KI ist natürlich im Prinzip jetzt das Feuer, was uns im Prinzip antreibt.
nämlich einfach Mut, Dinge umzusetzen, auch neue Dinge anzugehen, auch selber wirklich Dinge auszuprobieren, zu lernen. Ja? Also das ist eigentlich mein größtes Highlight, muss ich sagen, das Lernen. Also wir können damit so viel neue Dinge lernen, so viel schneller auch neue Dinge umsetzen, sodass ich hier wirklich dafür plädiere, dass wir einfach das Ganze sehr euphorisch, mutig angehen und hoffentlich wirklich sehr, sehr gute Dinge erschaffen. Tom, es hat das ganze Jahr über Spaß gemacht. Heute nochmal besonders das Jahr nochmal so zusammenzufassen. Ich glaube, wir beide stehen auch ein bisschen für diesen Mut und für diese Euphorie und nicht für die Angst vor diesen Technologien und wünschen das natürlich allen fürs neue Jahr. Ich wünsche euch erstmal hier schön erholsame Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ihr die Folge heute mochtet, den ganzen Kanal, dann könnt ihr uns auch ein kleines Weihnachtsgeschenk lassen, nämlich vielleicht ein kleines Abo und ein Like. Da würden wir uns drüber freuen, auch das ganze Team. Und ihr dürft auf alle Fälle gespannt sein, was kommt da noch im zweiten Teil, wo wir dann über das Thema Automotive sprechen, aber mit einem anderen Kollegen. Dankeschön.